Es kommt in der Trompetenliteratur häufig vor, dass man am Ende nochmal richtig hoch spielen muss. Entweder ist es der letzte finale Ton oder es ist eine längere Strecke, die sich dann eine Oktave höher zum Beispiel bewegt. Also rund ums C3 drum gerne am Ende auch mal ein S, E, F und so weiter als Abschlusston. Die Gefahr in solchen Situationen, dass der Ton eben nicht mehr kommt, man eng wird und am Ende den Ton daneben setzt, und das hört natürlich dann jeder, weil es natürlich eine sehr exponierte Lage ist groß. Deswegen möchte ich dir heute einen Tipp geben, wie du beim Trompetentraining dafür sorgen kannst, dass du in Zukunft diese Töne leichter triffst. Du kennst es bestimmt, du weißt ganz genau, am Ende von diesem Stück geht es nochmal richtig hoch. Und man kommt an diesen Punkt und macht eng und es kommt entweder nur noch heiße Luft, gar nichts mehr, oder man bleibt auf der Strecke zu diesem hohen Ton, exemplarisch G3, zum Beispiel beim E hängen. Und das reibt sich natürlich in diesem Dreiklang am Ende und jeder hört, naja, da hat der erste Trompeter den Ton nicht gepackt. Ärgerlich, und letztendlich ist es natürlich auch schade, weil erstens mal, wenn man zu Hause trainiert, kann man es ja meistens, und in der ernsten Situation eines Auftritts dann leider eben nicht. Eine Sache hat mir sehr weitergeholfen beim Trompetespielen, und zwar nicht dieses nach oben denken. Das heißt, wenn zum Beispiel dort in den Noten ein S3 steht und du denkst nach oben, oh, ein hoher Ton, dann passiert es auch so, dass der Hals zugeht, du die Trompete zum Beispiel stark gegen deine Zähne drückst, die Lippen nicht mehr schwingen können, kurzum, der Ton kommt nicht. Der Tipp, den ich da geben möchte, ist: denke nach vorne. Das heißt, du denkst nicht nach oben zu dem hohen Ton, sondern du suchst dir ein Ziel, auf das du zuspielst. Zum Beispiel gegenüberliegend in deinem Überraum zum Beispiel ein Fenster oder außerhalb des Fensters ein Baum oder im Konzertsaal auf der anderen Seite der Eingang vom Saal zum Beispiel. Also wir brauchen einen Punkt, der etwas in Entfernung liegt und auf den wir auf einer Strecke gerade drauf zuspielen können. Und dann fällt auch dieses nach oben denken weg, sondern wir denken nach vorne zu dem Ton. Wenn du also zum Beispiel so Oktavsprünge hast, immer nach vorne, geradeaus nach außen gedacht. Das war jetzt so exemplarisch beim Töne schleudern. Aber auch wenn du Töne einzeln nebeneinander stellst, also anstößt, auch da ist es wichtig, dass du eben nicht denkst, oh Gott, der Ton, der befindet sich schon über den Wolken, den erwische ich nie. Nein, auch hier nach vorne denken. Ich denke immer die Töne nach vorne draußen, immer nach vorne. Also mental habe ich auch so eine Vorwärtsbewegung mit dem Tönen. Der ist nicht irgendwo hier und den kratze ich irgendwo an, sondern ich bewege mich immer nach vorne auf einer langgestreckten Linie. Man kann auch exemplarisch als Bild die Luft nehmen. Auf diesem Luftstrahl sitzt der Ton. Und hier nehme ich eben von der Einstellung alles Weitere vor, damit diese Frequenz zustande kommen kann. Also, mach dich nicht wahnsinnig am Ende von den Stücken und denk nicht nach oben und eng, sondern denk immer nach vorne, gib die Luft rein und vor allem wichtig, hör, wo der Ton hin muss. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, damit wir nicht ins Blaue hinausspielen, sondern ganz genau wissen, das ist mein Ausgangston, das ist die Oktave. Das ist der Ausgangston und ich muss zum Abschluss eine Quarte höher spielen, wie es in der Blasmusik traditionell eben oft der Fall ist. Da, ja, da, dann, zum Beispiel B und dann hoch aufs S. Na, immer nach vorne denken, raus mit dem Sound, raus mit der Luft und nicht nach oben und eng und verkrampft. Das wollte ich dir unbedingt mit auf den Weg geben. Probier es aus und baue das in dein Trompetentraining ein. Bereite dich mental auf diese Lage vor und du kannst sicher sein, dass es bei dir in Zukunft sicherer funktioniert. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei. Lass am Ende noch ein Like und Abo da. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.